Ich bin 103 Jahre, bin dann 39 eingerückt. Die Fliegerschule eben in der Tschechei und in Polen gemacht. Als Pilot oder als... Ja, mit der Messerschmitt, der 109er. Das waren die Einsätze nach England. Und dann eben nach dem Abschuss, Lungenriss und so weiter, nicht mehr fliegertauglich, bin ich zur Fallschirmtruppe. Da war ich bis Kriegsende dann. Und die heutigen sogenannten, ich betone dies, sogenannten Politiker haben aus der Geschichte aber wirklich nichts gelernt. Gar nichts. Und das ist, wenn ich so gefragt wäre oder die Zeit beobachte, ist das erschreckend und man kommt immer wieder darauf, dass man nur miteinander etwas erreichen kann. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, einen 103-jährigen Zeitzeugen zu interviewen. Und dieser 103-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 103 Jahre jung geworden ist, wie er damals den Zweiten Weltkrieg miterleben musste, als Flieger bei der Luftwaffe und als Fallschirmjäger, was wichtig im Leben ist und was wir dafür tun können, dass sich solche Geschichten wie diese von meinem 103-Jährigen niemals mehr wiederholen. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung soll sein? Ich bin 103 Jahre. Am 8. Juni 1922 sind Sie geboren. Ja. 3 Uhr früh. Weil Sie jetzt da schon 103 sein. Das weiß ich nicht von mir selber, das weiß ich durch meine Mama. Und wie fühlt sich das jetzt so an, 103 Jahre zu sein? Doch. Es ist schön, weil man über das Leben, wenn man darüber nachdenkt, Gott sei Dank die Fähigkeit hat, das Schöne in Erinnerung zu behalten. Es gehört, wie gesagt, ein bisschen Optimismus dazu. Allein kann man das sowieso nicht bewältigen. Es müsste auch das Umfeld stimmen, aber nicht das persönliche Umfeld, meine ich, sondern das Gesamtumfeld, die sogenannte Politik. Und die lässt in der heutigen Zeit sehr, sehr viele Wünsche offen. Und ist auch auf einen einfachen Nenner zu bringen, ganz einfach, weil es kein Miteinander gibt. Das Miteinander hat nur geherrscht nach 1945, wie die ganzen sogenannten Politiker im Anhaltelager in Wüllersdorf gesessen sind. Da sind die Herren draufgekommen, dass man nur miteinander etwas erreichen kann. Und die heutigen sogenannten, ich betone dies, sogenannten Politiker haben aus der Geschichte aber wirklich nichts gelernt. Gar nichts. Und das ist, wenn ich so gefragt wäre oder die Zeit beobachte, ist das erschreckend und man kommt immer wieder darauf, was auch sehr viele im Volk sagen, das sind keine Politiker,
das sind nur Abkassierer. Sind in die Politik gegangen, weil sie ein gutes Gehalt kriegen. Und Verbindungen schaffen können, die zu nichts führen. Und das ist das Ärgerliche und das ärgert mich mit meinen 103 Jahren. Genauso Katastrophe. Wenn Sie vielleicht erzählen wollen, kurz, wie waren das damals in der Jugend, so wie Sie da aufgewachsen sind, so in der Zwischenkriegszeit? Das war ja eine schwere Zeit damals auch. Wegen der Jugend. Vor allem im Die Jugend, ja, sage ich Ihnen nur so, ab 26, 27 kann ich mich zurückerinnern. Das war die Arbeitslosenzeit und im Nachhinein kann ich noch immer sagen, meine Mama kann ich nur bewundern, weil immer irgendetwas auf dem Tisch gestanden ist. Das war ja in der damaligen Zeit sehr, sehr schwer. Es war ja nicht nur die Arbeitslosenzeit, da hat ja die Ausgesteuerten waren ja dann auch noch, das waren ja noch die Schlechteren. Es ist dann besser geworden, wie das Familienoberhaupt 32 dann die erste Stelle bekommen hat. Das kann ich mich noch ganz gut und genau erinnern, wie das dann verbessert gewesen ist. Kein Vergleich zur heutigen Zeit, aber für die damaligen Zeit war es etwas Schönes. Und wie gesagt, wir machen ja die Interviews für Zeitgeschichte als Friedensprojekt. Wie ist es dann gewesen 1938, wie der Hitler gekommen ist? Wissen Sie da noch viel, was sich dann dadurch verändert hat? Ja, das kann ich schon sagen. Da habe ich sehr, sehr wenig als Zivilist mitbekommen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ja 36 bis 39 die kaufmännische Lehre absolviert habe und vorzeitig mich dann gemeldet habe zum Militär, aber nicht aus Begeisterung, sondern weil ich unbedingt zur Fliegertruppe wollte. Und bin dann freigesprochen worden mit der kaufmännischen Lehre und bin dann vom Gericht aus großjährig erklärt worden und bin dann 39 eingerückt. Die Fliegerschule eben in der Tschechei und in Polen gemacht. Als Pilot oder als... Ja. Und die Einsätze dann und dann eben nach dem Abschuss Lungenriss und so weiter nicht mehr fliegertauglich. Und Waren Sie der Einzige drinnen im Flugzeug? bitte? Waren Sie der Einzige im Flugzeug oder waren mehrere im Flugzeug? Nein, aber war ich allein. Ich mit der Messerschmitt. Der Messerschmitt. Der 109er Zahl. Ja. Wie oft sind Sie da geflogen mit der Messerschmitt? Wie oft? Das waren die Einsätze nach England. Das war damals ein halbes Jahr. Nach der Ausbildung dann die Einsätze. 5, 6 Monate war das dann, ja. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Sie haben die Fliegerausbildung gemacht, sind dann Pilot geworden, Ja. waren dann in England bei den Flieger, bis sie dann einmal abgeschossen geworden sind, da haben sie einen Lungenriss gehabt. Ja. Sind Sie da katapultiert dann aus dem Flugzeug? Nein, Oder? durch den Aufprall aufs Wasser, der Druck und
man denkt ja nicht an die Gesundheit, man denkt ja ans Überleben. Und wenn ich jetzt in dem Flieger sitze und es geht immer bergab, dann kann ich nur schauen, dass ich nicht kopfüber hineinkomme, sondern dass ich irgendwie flach aufkomme. Und durch dieses harte Flachaufkommen habe ich eben diese falsche Luftanhaltung oder weiß ich, ist es dann eben der Lungenteil beschädigt worden. Und wie sind Sie da gerettet geworden? Bitte? Wie sind Sie gerettet geworden? Ja, das war 2 Kilometer von der holländischen Küste weg und da waren ja dann sogenannte Sicherheitsboote von, eben von der Marine und wenn solche Sachen gewesen sind durch die Einsätze, die dann die auffischt haben, was halt irgendwie nichts. Haben Sie da viele gekannt, die nicht mehr zurückgekommen sind von den Einsätzen? Haben Sie da viele Kollegen, Freunde gekannt, die nicht mehr zurückgekommen sind von den Einsätzen? Das wird nach einer gewissen Zeit ich will nicht sagen Gewohnheit, aber man nimmt es nicht mehr so auf wie beim ersten, zweiten Mal. Wenn man drinnen sitzt, denkt man ja auch gar nicht, dass man selbst erwischt werden kann. Das ist ja das Komische. Und dann eben nach dem Abschuss Lungenriss und so weiter nicht mehr fliegertauglich. Und dann bin ich zur falschen Truppe. Da war ich bis Kriegsende dann. Und als Fallschirmjäger, wie oft sind Sie da aus dem Flugzeug ausgesprungen? Ich habe insgesamt 216 Absprünge. 216 Mal sind Sie Ja, im Krieg aus dem Flieger ausgesprungen. ja. Wo war das überall? Ich habe sogar, ich hab sogar einmal einen Sonderurlaub gehabt vor 5 Tagen, weil ich angeblich so schön rausgesprungen bin. Aber es ist ein wunderbares Gefühl. Ich schwebe in der Luft und kann meinen Körper selbst beherrschen. Und dann, wenn es notwendig ist, erst ziehen. Aber ja, Also waren Sie immer gerne in der Luft unterwegs? Immer gerne in der Luft? ja. Und über wo sind Sie da überall abgesprungen? War das im Westen, im Osten, im Krieg? Wo waren Sie da überall als Fallschirmjäger nachher dann? Es war im Westen und im Osten. Ab 41 dann im Osten, vorher im Westen. Aber es ist in der Luft zu schweben und mit jeder Bewegung den Körper zu steuern, wo ich hin will, ist was Herrliches. Aber Ja. es war ein Lebensabschnitt, ein wichtiger, aber man hat viel dabei gelernt. Aber ansonsten braucht man nicht drüber reden. Danke, dass Sie das trotzdem kurz erwähnt haben. Wie gesagt, wir probieren das eben als Friedensprojekt zu machen, weil ich bin jetzt eben, wie gesagt, 26 Jahre, kann man das ja gar nicht vorstellen, was Sie alles da mitmachen mussten. Das ist in der heutigen Zeit gerade
ist ja undenkbar. Ich sage, es wäre ja nicht notwendig. Überlegen Sie einmal kurz die Summen, die für die Rüstung ausgegeben werden. Was könnte man da alles Gutes leisten? Mit ein bisschen Verständnis. Einer hilft dem anderen und zum Schluss kommen sie dann drauf, dass es eigentlich ein Vorteil ist. Aber da gibt es so wenig, die so weit denken. Und das ist das Schlechteste, was die sogenannten Politiker heute, entschuldigen den Ausdruck, aber an Unsinnigkeiten betreiben. Das. Inwiefern glaubst du, dass die Welt daraus gelernt hat, aus der Zeit von damals? Inwiefern die Welt daraus gelernt hat, aus der Zeit von damals? Ja. Wenig. Wirklich wenig. Die Welt könnte ja viel besser und intelligenter dastehen, wenn man mehr zusammenarbeiten würde. Aber es gibt eben immer, ja, ich sage es ganz deutlich, Verrückte und Größenwahnsinnige, die das mit ihrer Art verhindern. Ich will keine Namen nennen, aber sonst kriege ich noch Anzeigen oder sonst irgendwas. Nein. Was finden Sie als 1922er Jahrgang, was wir tun können, dass sich sowas nicht nochmal wiederholt? Was können wir so tun dagegen, dass sich sowas wieder wiederholt? Ja, eigentlich ganz einfach. Nachdenken in aller Ruhe, die einzelnen Sparten überdenken und dann zusammensetzen. Aber da würde es einige Vernünftige brauchen. Und leider Gottes gibt es die Vernünftigen weniger als die Politiker. Mehr will ich gar nicht sagen. Es tut mir nur leid und das ist meine innere Angst, was die heutige Jugend noch vor sich hat. Weil bei dem derzeitigen Zustand ist es ja erschreckend, wenn man auf die Gedanken kommt, dass einer von diesen Großkopfigen auf den roten Knopf drückt. Weil der bedenkt ja nicht, was das für Folgen hat. Der ist ja nur ein sogenannter Ich-Mensch. Und will ich gar nicht weiter darüber reden. Und danke deswegen. Und das haben Sie jetzt sogar als jemand, der immer so positiv gedacht hat. Und da haben Sie trotzdem eher vielleicht den eher schlechten Blick für die Zukunft, obwohl Sie immer eigentlich positiv denkt haben. Ja. Es gibt ja viele, die so denken wie ich, aber die genauso wenig zu sagen haben in der Öffentlichkeit wie ich. Und außerdem bin ich gar nicht erpicht, aufgrund der ganzen Umstände in der Öffentlichkeit aufzuscheinen und zu sagen, der
hat das und das und das gesagt. Das ist alles hinfällig, solange nicht die große Gemeinschaft bereit ist, zusammenzuarbeiten. Sie haben ja gesagt, das Leben lernt einem zu lernen oder zu leben. Ja. Inwiefern, was ist da der Hintergrund hinter dem schönen Spruch? Ich weiß schon, dass nicht alles bei der Jugend in Ordnung ist, aber es wird ja auch sehr, sehr viel vorgelebt und die führen das dann durch. Aber an und für sich wäre die Jugend für Zusammenarbeit durch verschiedene Arten und zur Zusammenarbeit bereit. Aber es findet sich keiner. Das muss ja von oben angestellt werden, damit es für die Jugend einen Anreiz gibt, bei der Mitarbeit, bei der Zusammenarbeit mitzutun. Und die Anreize fehlen. Weil das, was vorgelebt wird, heute von den sogenannten Politikern, ist nicht für die Menschheit nicht gewinnbringend. Welchen Ratschlag würden Sie da der heutigen Jugend geben, die was es interessiert, für einen Ratschlag? Einen Ratschlag kann ich der Jugend nicht geben. Ich kann nur sagen, bevor man irgendetwas durchführt, sollte man gut überlegen, weil dann kommt man selber drauf, dass das, was man ad hoc machen würde, nicht immer 100%ig gut ist. Aber die Anreize für die Jugend sind ja in der heutigen Zeit gegenüber meiner Jugend weiß ich wie viel Prozent gestiegen. Die Möglichkeiten heute, sich irgendwo zu beschäftigen oder zu betätigen. Nur ein Beispiel, nicht weil es meine Familie betrifft, ein Beispiel nur, ich war bemüht, meinen Enkeln das mitzugeben, was sie für das Leben brauchen. Das ist das eine, dass man in irgendein ein Nachbarland oder ein Überseeland geht, um die Menschen, das Gedankengut dort kennenzulernen, sich ein halbes Jahr oder ein Jahr oder 2 Jahre aufhält und dann zurückkommt und das Ganze irgendwie im Leben umsetzen kann. Aber Also für Sie war wichtig, dass Sie das auch weitergeben, dass wenn man sich vor allem, wenn man andere Menschen kennenlernt, andere Kulturen kennenlernt, Ja. dann kann man dadurch mit dem Wissen, was man gewinnt, Ja, ein eben. besseres Miteinander fördern. Ja. Diese Voraussetzungen sind ja heute um 80% leichter wie zu meiner Jugendzeit. Heute, wenn ich halbwegs normal lebe, kann ich mir das dann leisten, mit Hilfe der Eltern oder Großeltern, dass ich dann ein halbes Jahr, nach Kanada oder nach Amerika oder sonst irgendwo hingehe, wo ich Interesse habe. Sei das jetzt arbeitsmäßig, sei das sprachenmäßig,
oder sonst irgendeinen Grund habe, dann muss ich das durchführen, weil auf längere Sicht gesehen ist es ja ein Vorteil. Ja, Gerade weil Sie das eben ansprechen, dass es unsere Jugend heutzutage viel leichter hat als Sie. Ich habe dann ein bisschen recherchiert oft, dass gerade Ihre Jahrgänge von 1920 bis 1925 oft jeder Dritte im Krieg gefallen ist. Ja. Wissen Sie, kommt immer wieder auf das alte Sprichwort zurück, das Elternhaus. Es machen ja auch Eltern Fehler. Ich nehme jetzt nur ein ganz garstiges Beispiel. Wenn der Vater nichts anderes zu tun hat, als die Füße auf den Tisch gelegen haben und eine Bierflasche in der Hand hat, dann ist es schon. Es ist ja auch bei uns von der sogenannten Männerwelt teilweise so, dass die Frau unterdrückt wird und nicht gleichberechtigt ist. Ist ja ein gleichberechtigtes menschliches Wesen. Hat genauso viele Rechte wie ein Mann. Also, wenn ich dann Verschiedenes höre oder lese, spaßhalber habe ich zum Beispiel vor 3-4 Monaten ein Gespräch gehabt, da habe ich gesagt, wenn ich dann die Zeitung kriege, gehe ich zuerst zur Wasserleitung und drücke das Blut heraus und dann lese ich es. Was würden Sie sagen, was ist wichtig im Leben? Ganz einfach. Mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Ich habe meinen Enkel, ich habe 2 Enkel, und meinen Enkel gesagt, durch die Welt gehen und mit Augen und Ohren stillen. Das bringt nur im Laufe des Lebens dann Vorzüge. Dann fällt mir ein, dort habe ich das gehört, dort habe ich das gehört. Und wenn ich das dann in die richtige Reihenfolge kriege, dann habe ich überraschenderweise sogar einen Erfolg. Also, die Jugend gehört unterstützt, aber nicht nur finanziell, sondern auch gedanklich, geistig. Ich muss als Elternteil ein gewisses Vorbild sein. Das ist wichtig. Und was ich ganz begeistert habe, den Spruch, was mir auch sehr gefallen hat von Ihnen, wie Sie gesagt haben, es ist auch wichtig, sich zu wehren im Leben. Ja. Warum ist das wichtig? Ja, unbedingt. Unbedingt. Das heißt ja, wenn ich mich gegen etwas wehre, das heißt ja nicht, dass ich streiten muss, sondern es gibt ja das sogenannte Gespräch. Und wenn ich das richtig führe, dann habe ich ja schon eine Grundlage.
Und auf der Grundlage kann ich ja aufbauen. Aber es gibt zu viele Menschen, denen das alles egal ist, wie es kommt, kommt's. Und das ist falsch. Solche Einstellungen bringen nichts, bringen der ganzen Nation nichts. Und das muss man schauen, dass man das hinkriegt. Aber das kann man nur mit Gesprächen. Und mit Gesprächen kommen die Leute zusammen. Das ist wichtig. Ich sage Ihnen nur, ein Gespräch, was ich in meiner Militärzeit hatte, mit einem Oberst. Und der hat zu mir gesagt, Respekt ist immer etwas Gutes. Aber stell dir den vor, der dir Vorwürfe macht und den ohne zu lächeln und ohne die Miene zu verziehen, stell dir den in einer langen Unterhose vor. Und dann wirst du die Einstellung bekommen, die für dich richtig ist. Also keinen fürchten im Leben. Ja. Aber das sind so Merksteine, die einem im Leben ein-, zweimal passieren. Und die merkt man sich bis... Was ist der Sinn im Leben? Der Sinn des Lebens ist das Überleben. Ganz einfach. Es kommt dann nur darauf an, wie. Und teilweise kann ich mir das ja selbst gestalten. Drum bin ich froh, dass ich einen großen Anteil an Optimismus habe. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Das fragen Sie mich mit 103, Sicher. die Zukunft. Ja. Genau wie jetzt. Nichts anderes als Zufriedenheit. Das ist alles. Ja.